Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich mir meine Nase machen lassen in der Arteo-Klinik in Düsseldorf. Das ist jetzt 2 Wochen her. Heute genau 2 Wochen. Und ich habe euch den Prozess gefilmt vom 1. bis zum 6. Tag, sprich vom Operationstag bis zu dem Tag, an dem ich meine Nase das erste Mal gesehen habe. Ich habe ein bisschen erzählt über den Prozess der Nase, wie sich das Ganze entwickelt hat, mit Schmerzen, Medikamenten, Schwellungen, Tipps und Tricks. Das werdet ihr jetzt alles in diesem Video finden. Und am Ende könnt ihr dann auch meine Nase nochmal richtig sehen. Aktuell ist sie noch sehr geschwollen. Das kann bis zu 6 Monaten dauern, bis sich das Ganze richtig gelegt hat und meine Nase genauso ist, wie sie eigentlich sein sollte. Aber ich habe euch Bilder ins Video gepackt, die mein Arzt direkt vor und direkt nach der OP gemacht hat. Da sind die Schwellungen dann noch nicht so krass. Sprich, man kann die Nase besser sehen, wie sie letztendlich auch aussehen wird, wenn das alles richtig abgeheilt ist. Die erste Woche war ziemlich aufregend für mich. Ich bin durch Höhen und Tiefen gegangen in der Woche. Aber seht selbst. Viel Spaß! You think I'm lying to you? Yep, I've been lying to you. Hi. Ich bin vor einer halben Stunde aus dem OP oder so, oder eine Dreiviertelstunde. Ja, das sind meine Kühlpads, die sollten eigentlich auf meinem Auge sein, weil ich gehe davon aus, dass ich blaue Flecken kriege, weil ich eben anfällig bin für blaue Flecken. Jetzt sehe ich aus nach dem hier. Ich habe keine Schmerzen, also ich hatte kurzzeitig Schmerzen, als ich aus dem OP raus bin, aber das waren so minimale Schmerzen, also man braucht gar nicht drüber reden eigentlich. Das ist so, als hättest du dir halt gerade irgendwie die Nase gestoßen, irgendwie am Türrahmen oder so. Also so, als hättest du geprellt. Ich habe bis jetzt noch ich habe ein bisschen, muss ich sagen, hier so Kopfschmerzen um die Augen rum. Also ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber das ist alles. Ich bin aber auch sehr anfällig für Kopfschmerzen, das muss ich nochmal dazu sagen. Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen triggert, ist, dass meine Nase läuft. Die läuft einfach unkontrolliert und ich kann es nicht beeinflussen. Meine Augen tun ein bisschen weh. Das heißt, ich werde jetzt diese Kühlpads wieder auf meine Augen ziehen und werde nochmal kurz chillen. Guten Morgen, es ist Tag 2 und ich habe die Nacht sehr gut geschlafen. Ich habe auch eine Schlaftablette bekommen. Meine Nase fühlt sich gut an, also ich habe keine Schmerzen oder so. Ich habe ja trotzdem noch ein paar Medikamente, die ich jetzt nehmen muss nach dem Frühstück. Ich frühstücke jetzt erstmal, habe ein leckeres Brötchen bekommen und einen Joghurt, einen Käse, Nutella und einen Tee und Apfelsaft. Das esse ich jetzt, dann kommt der Arzt nochmal zur Besprechung und zur Entlassung. Ich muss immer so ein bisschen aufpassen mit der Mimik, dass ich eben nicht so stark lache oder zu viel rede. Das hat schon einen Grund, warum das da oben so gut verpackt ist. Ansonsten ist es natürlich noch ein bisschen krustig, aber das geht die Tage dann weg. Ich habe Nasenspray bekommen zum Spülen und zum Einreiben und Bepanthensalbe, um die Narben einzureiben. Da kam ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so gut dran, weil da alles noch zu ist. Aber ich denke, das legt sich mit den Tagen dann jetzt auch. So 1 bis 2 Wochen wird sich so anfühlen, als würde ich Schnupfen haben. Jetzt ist es 7:23 Uhr. Ich esse jetzt und warte auf den Arzt. Guten Appetit. Nichts verkleckert, nichts verschüttet. Hi, ich bin wieder zu Hause. Wir haben bis gegen 18 Uhr. Alles in allem habe ich keine Schmerzen. Also ich habe keine Schmerzen an der Nase. Das Einzige, was ich halt habe, ist so ein bisschen Kopfweh. Also ich kann jedem nur raten, frisch operiert keinen Zug zu fahren. Was mir strengstens untersagt wurde, ist Sport. Ich musste aber rennen, weil sonst hätte ich meinen Zug nicht gekriegt. Ich bin aus dem Zug ausgestiegen, mir ist direkt das Wundwasser gelaufen. Meine Nase pocht auch richtig. Also meine Augen sind hier ein bisschen angeschwollen. Ich werde mir jetzt meine Kühlbrille aus dem Kühlfach holen, dann setze mich auf die Couch und dann lasse ich für heute den lieben Gott einen guten Mann sein. Hallo, guten Abend. Es ist der 3. Tag. Aber ich muss dazu sagen, ich habe keine Schmerzen. Was mich halt so ein bisschen stört, meine Augen sind jetzt angeschwollen, also hier an den Innenseiten.
Und ich habe das Gefühl, dass meine Oberlippe, also hier, der Teil auch dick ist. Eigentlich habe ich das Gefühl, dass mein ganzes Gesicht, also meine ganze Haut irgendwie straff ist und mein ganzes Gesicht dick ist. Ich habe auch nicht eine einzige Falte auf der Stirn und ich kann auch meine Oberlippe nicht richtig bewegen. Wenn ich mich jetzt anstrengen würde, würde es mit Sicherheit auch gehen, aber man soll es halt nicht machen. Ich habe immer noch keine Schmerzen. Das Einzige, was ich halt so ein bisschen gemerkt habe, ist, dass die vorderen Zähne ein bisschen, es ist nicht schmerzhaft, aber man merkt halt, dass dort was passiert ist. Ne? Meine Nase ist immer noch verstopft. Ich war heute nicht in der Lage, meine Kontaktlinsen reinzumachen, weil meine Augen heute Morgen so super geschwollen waren. Ich habe die jetzt halt über den Tag gekühlt, damit es ein bisschen geht wenigstens. Aber Kontaktlinsen ging nicht. Nachts schlafen ist für mich irgendwie nicht so der Burner. Ich mag es gar nicht, aufrecht zu schlafen, also in so einer hohen Position, weil mein Kopf so hoch ist. Ich kriege da irgendwie immer Nackenschmerzen, mir schläft da alles ein. Mir bleibt aber jetzt nichts anderes übrig, ich muss meinen Kopf hochlagern und das ist das, was mich am meisten nervt. Dazu muss ich sagen, dass ich jetzt in der letzten Nacht so oft wach war, weil ich kann ja nur durch den Mund atmen, weil meine Nase ist zu und dadurch ist mein kompletter Mund und mein Hals die ganze Nacht einfach nur trocken. Das heißt, ich wache so alle 20 Minuten auf und muss trinken. Bedeutet, ich musste auch die halbe Nacht dann auf Toilette. Es ist unangenehm, auch beim Blinzeln, weil sich irgendwie das ganze Gesicht mitbewegt beim Blinzeln. Also habe ich versucht, nicht viel zu machen, als einfach nur zu kühlen und ruhig sitzen zu bleiben, aufrecht zu sitzen. Ich soll zwischendurch laufen gehen. Das fördert wohl die Wundheilung auch. Frische Luft, auch dass man keine Thrombose kriegt, wenn man nur rumliegt, ne? Das Problem ist, ich glaube, ich habe mir einfach die schlechteste Jahreszeit dazu ausgesucht, weil ich darf jetzt auch 6 bis 8 Wochen keine Sonnenbrille tragen oder generell keine Brille. Die Wärme ist für die Schwellung halt auch nicht das Beste. Das ist so, was ich jetzt so über den 3. Tag für Erfahrungen gesammelt habe. Wir sehen uns morgen. Ich lasse euch morgen wieder mehr wissen, wie es morgen aussieht. Bis dann. Gute Nacht. Hallo, guten Abend. Meine Augen sind heute ein kleines bisschen zurückgegangen, die Schwellung, soweit ich das beurteilen kann. Und ich habe heute mal versucht, so ein bisschen meine Nase unten sauber zu machen, weil da immer noch das Blut dran hängt. Sonst muss ich sagen, ich bin immer noch irgendwie so ein bisschen fertig. Ich weiß nicht, ob das die Narkose war, die mich so ausnockt oder einfach die Medikamente, die ich nehme vielleicht auch. Das Gähnen tut weh. Ich wusste bis heute nicht, dass man beim Gähnen die komplette Nase benutzt. Und es ist sehr unangenehm. Ich habe heute erstmal wieder meine Haare gewaschen. Normalerweise soll man 5 Tage gar nicht Haare waschen. Ich habe es nicht ausgehalten. Ja, sonst habe ich halt so ein Pflegeprogramm für die Nase. Das heißt, ich habe Nasenspray, was ich reinmachen muss. Pivoteensalbe, das geht an die Fäden, damit das alles irgendwie schön feucht bleibt, damit die sich auflösen können, damit da nichts reißt. Und habe da nochmal eine antibiotische Salbe, die ich hier nochmal hier drumherum auftrage, die dann sich von alleine den Weg zu den Fäden und zu der Wunde dann praktisch macht. Was ich zusätzlich nehme, ist ein Antibiotika, Ibuprofen und ein anderes Zeug noch. Das war es auch für heute, also sonst hat sich nicht viel getan. Ich gehe jetzt mit den Hunden. Bis morgen. Hello. Es ist heute Montag, also vor 5 Tagen war die OP. Es wird besser. Also meine Mimik wird besser. Ich kann sie wieder mehr benutzen jetzt. Obwohl meine Backen immer noch angeschwollen sind. Also man sieht das auch richtig. Meine Augen sind ein kleines bisschen besser geworden. Es ist ein bisschen zurückgegangen. Ich habe immer noch keine Schmerzen, aber ich nehme halt auch die Schmerztabletten. Ich weiß nicht, wie es ohne wäre. Ich möchte es auch ehrlich gesagt gar nicht ausprobieren. Ich habe gestern Abend und heute Morgen es geschafft, endlich mal sauber zu machen. Meine Nase hier unten. Und seitdem geht es mir auch um einiges besser. Ich kriege besser Luft. Ich habe nicht das Gefühl, dass alles verklebt ist da drinne. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Salben jetzt besser an die Wunden kommen und so. Ich war heute auch ein bisschen aktiver. Ich habe heute mal was in meiner Bude gemacht. Ich habe heute auch wieder Kontaktlinsen drinne. Aber meine Augen sind hier wieder zurückgegangen, die Schwellung. Außer mein Gesicht halt. Ich hoffe nur, dass diese Backen bald weggehen, weil wenn ich mich selbst so angucke, könnte ich heulen. Anyways. Ich gehe jetzt mit den Hunden. Und dann gehe ich ins Bett und hoffe, dass die Nacht noch besser wird als die Nacht davor. Hallo.
Es ist Donnerstag, es ist jetzt eine Woche nach der OP. Ich habe mich die letzten 2 Tage nicht gemeldet, weil sich an sich nichts verändert hat. Also die Nächte werden zum Mal und Mal besser. Das Gute ist, dass ich heute meine Nase zu sehen kriege und ich sehr aufgeregt bin deshalb. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg zum Bahnhof. Ja, ich habe gesagt, ich fahre nie wieder Zug, aber mir bleibt gar nichts anderes übrig, weil ich habe 2 Hunde und es kann niemand auf die aufpassen. Sprich, ich kann die nicht so arg lange alleine lassen und mit dem Zug bin ich halt einfach 2 Stunden schneller. Ich habe vor Ort, und das ist das Witzige, nur 55 Minuten Zeit, vom Bahnhof zur Praxis zu fahren, das alles zu machen und von der Praxis wieder zum Bahnhof an mein Gleis, um meinen Zug zu kriegen. Ich weiß noch nicht, ob das alles so klappt. Aber wir werden das heute rausfinden. Ich weiß, dass es ungefähr 11 Minuten Fahrzeit sind von Bahnhof zur Praxis. Die wissen dort Bescheid, dass ich nur begrenzt Zeit habe. Das heißt, hoffentlich geht alles schnell, schnell, schnell. Es ist so krass. Ich fahre bis nach Düsseldorf für 1 Stunde Aufenthalt und fahre dann wieder zurück nach Hause. Aber Leute, das lohnt sich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das alles lohnt. Ich meine, ich hätte das auch hier um die Ecke machen können, dann wäre es aber vielleicht einfach nicht so gut gewesen. Hi. Meine Kamera ist am Arsch, die ist mir eben runtergefallen. Heißt, ich muss jetzt mit dem Handy weiterfilmen. Hoffe aber, dass es der Qualität irgendwie keinen Zacken abbricht. So, ich komme jetzt gerade in Düsseldorf an. Meine Damen und Herren, der heutige Düsseldorf im Fahrzeugbereich. Es ist 14:37. Es ist 5 Minuten zu spät. Ich hoffe, ich krieg das. Ja, toll. Wo fahre ich eigentlich hin? Ich kann jetzt bestimmt den ganzen Bahnhof wieder zurückrennen, weil es nur den einen Ausgang gibt. Wetten? Lasst mich raus! Ich bin jetzt im Taxi und hoffe, dass es schnell geht und wir nicht im Stau stehen oder so. Es ist 51, ich bin angekommen. Ich gehe jetzt rein. So, ich bin jetzt in der Theo-Klinik. Ich hoffe, es geht schnell genug, weil ich habe maximal 15 Minuten, dann muss ich hier raus. Dann muss ich eigentlich schon im Taxi sitzen. So, ich habe jetzt noch knapp 12 Minuten, bis mein Zug fährt. Ich bin im Taxi. Meine Nase ist nochmal neu getaped. Süß. Er musste jetzt halt schnell machen. Alles andere besprechen wir jetzt am Telefon, hat er gesagt. Naja, ich hoffe, ich kriege meinen Zug. Ich bin im Zug in Köln jetzt schon. Ich habe meinen Zug tatsächlich gekriegt. Ich hätte es ja nicht gedacht, ne? Ja. Meine Nase ist jetzt so ein bisschen itchy. Jetzt kommt der Mannheimer wieder hier. Ja, ich melde mich, wenn ich zu Hause angekommen bin, um euch das Ergebnis zu zeigen. So, ich hatte mich an dem Tag nicht mehr gemeldet, weil ich nach der Zugfahrt wirklich einfach nur fertig war. Ich wollte nicht mehr. Ich habe jetzt noch eine Woche lang dieses Tape getragen, was der Arzt mir drauf gemacht hat. Ich habe auch noch mal mit der Theo-Klinik telefoniert, um noch ein paar Fragen zu klären, für die wir leider keine Zeit hatten, weil ich ja meinen Zug kriegen musste. Aktuell ist es so, dass meine Nase immer noch sehr geschwollen ist. Da ist noch ein Druck drauf, sonst wird es halt einfach noch dauern, bis sie abgeschwollen ist. Aber hier habe ich schon mal die Bilder, wie meine Nase denn aussehen wird, wenn sie richtig abgeschwollen ist. Auf dem Bild kann man sehen, dass die Nase direkt nach der Operation schon ein bisschen geschwollen ist. Es kann auch gut möglich sein, dass die Nase noch krumm aussieht, weil sie vielleicht auf der einen Seite mehr geschwollen ist als auf der anderen Seite. Das ist völlig normal. Wie gesagt, nach 6 Monaten wird man das richtige Ergebnis dann auch sehen. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Aber ich bin jetzt schon sehr zufrieden mit meiner Nase. Mir gefällt sie echt gut. Ich bin glücklich damit. Ich fühle mich um einiges besser. Ich habe auch das Gefühl, meine Nase ist leichter geworden. Also ich habe nicht mehr so einen Klumpen im Gesicht einfach.
Und man sieht auf dem Bild hier, dass ich von oben so eine richtige Nase hatte. Das wusste ich gar nicht. Ich habe meine Nase nie von der Position so angeguckt. Da ist sie schon um einiges schöner jetzt. Wie gesagt, ich bin sehr glücklich. Ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen mit mir. Das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich bereue keine Sekunde. Die Arteo-Klinik ist jeden Cent wert, Leute. Ich kann sie nur weiterempfehlen. Der Service war 1A. Die Leute dort sind super toll. Der Arzt ist klasse. Man fühlt sich aufgehoben. Man fühlt sich wirklich gut dort. Ich kann die Ärzte der Arteo-Klinik nur weiterempfehlen. Und ja, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert gerne meinen Instagram-Kanal. Da poste ich täglich. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen zur Operation habt oder zum Verlauf, lasst mir einen Kommentar da, dann werde ich euch natürlich die Fragen beantworten. Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mua. Yeah.